Wir haben Ende Mai und wir sind im Südwesten Deutschlands, und zwar in der Nähe des Rheins. Jetzt sind wir auf der Anfahrt zu einem Stellplatz in Kenzingen. Den möchte ich in diesem Video vorstellen und auch etwas über die Umgebung berichten. Herzlich willkommen zu diesem Video. Der Ort Kenzingen liegt nicht weit entfernt von der A5, der Autobahn. Wir sind aber eine Nebenstrecke gefahren, weil wir preiswert tanken wollen. Der Diesel an der Autobahn ist immer erheblich teurer als hier an der Nebenstrecke. Wir haben ein Gewerbegebiet durchfahren und sind jetzt am Rande des Gewerbegebiets. Und hier liegt der Wohnmobilpark Kenzingen. Ich hatte ja bei Facebook vor unserer Reise aufgerufen, uns mal schöne Plätze zu nennen, und da wurde auch dieser Tipp gegeben für diesen Stellplatz, und den nutzen wir jetzt. Wie man hier sieht, gibt es ja ein Schrankensystem, so muss man erst einchecken, bevor man den Platz befahren kann. Es gibt hier einen Check-in-Automaten, wir kennen diese Geräte, haben sie schon mehrfach genutzt, aber jeder ist natürlich individuell noch ein bisschen anders. Wir sind ja da. Zwei Tage erstmal buchen? Ja. Sprache wählen. Anmelden. Bitte warten. Bis 10 Meter, bis 10 Meter. Hier ist die Besonderheit an diesem Automaten, dass man die Länge des Fahrzeugs vorgeben kann, beziehungsweise die Länge des Platzes. So, in diesem Fall haben wir einen Platz in der Länge von 10 Metern genommen. Man gibt hier an, wie viele Tage man bleiben möchte, ob man Strom oder Wasser braucht. Wenn man Strom und Wasser braucht, muss man Geld aufbuchen. Das kann man hier immer gleich beim Einchecken alles machen. Wenn man Geld aufgebucht hat, zum Beispiel 5 €, dann bekommt man am Ende nach dem Bezahlvorgang eine Karte hier aus dem Automaten. Mit dieser Karte kann man dann an der Stromsäule Strom entnehmen oder, wenn man Wasser braucht, auch Wasser zapfen. Man zahlt auch eine Gebühr für die Karte, die bekommt man, und auch den Rest, der auf der Karte drauf ist, am Ende beim Auschecken zurück überwiesen, beziehungsweise auf sein Handy in diesem Fall, wie wir es machen. Mit der Karte kann man auch die Schranke öffnen, und so kann man in dem gebuchten Zeitraum den Platz jederzeit verlassen und wieder befahren. Wir haben erstmal für 2 Nächte gebucht. Man kann jederzeit verlängern. Man kann auch jederzeit weiteres Guthaben auf die Karte aufbuchen, wenn man jetzt noch mehr Strom braucht oder noch irgendwelche Dinge, Wasser. Ich weiß nicht, ob es sonst irgendwelche Möglichkeiten noch gibt, mit dieser Karte zu arbeiten. Also alles das ist möglich. Hier an der Zufahrt, wo das Wohnmobil steht, ist die End- und Versorgung. Ob das immer ideal ist, ich weiß es nicht, aber funktioniert ja scheinbar. Und dann sehen wir hier den Verkaufswagen, hier Wohnmobilmatratzen kaufen, dazu gibt es später mehr Informationen. Wir sind hier an einem Freitagmittag Ende Mai angekommen, und man sieht, es gibt viele freie Plätze. Die Wahl der Qual, bei so vielen freien Plätzen weiß man gar nicht, welchen Platz man nutzen soll. Am Ende haben wir uns für einen entschieden, und schön finde ich, dass man noch vor seiner Parzelle so eine kleine Rasenfläche hat. Das finde ich ganz angenehm. Nachdem wir alles aufgebaut hatten, habe ich einen Rundgang über den Platz gemacht, mir alles angeschaut. Dabei habe ich dann auch den Chef des Platzes kennengelernt, ein sehr netter Typ, der mir dann alles erklärt hat hier vom Platz, und den konnte ich dann auch überreden, mir doch einige Fragen hier zum Platz vor der Kamera zu beantworten. An der Zufahrt gibt es eine kleine Bar mit Terrasse. Dort haben wir uns dann getroffen, und da hören wir jetzt mal rein, was er so zu seinem Platz erzählen kann. Ich stehe hier vor der Bar vom Womo-Park Kenzingen.
Und mir gegenüber steht Bernd. Bernd ist hier der Chef vom Platz und der soll uns ein bisschen was hier zu seinem Platz erzählen. Bernd, erzähl, was hast du hier alles? Ja, hallo. Erstmal, ja, wir haben hier 59 Stellplätze auf eine große Liner, also 5 Stück für ganz große. Wir haben 2 doppelte Entsorgungsmöglichkeit, also für Grauwasser, Schwarzwasser, für Frischwasser haben wir auch Möglichkeiten. Wir haben hier ein Waschhaus mit 5 Einzelbäder, also wie Privatbäder, wo man Dusche und Toilette alles miteinander benutzen kann. Ja, und überall Grünanteil mit dabei auf jedem Stellplatz. Ja, große Einfahrtsmöglichkeit. Ja. Hört sich soweit alles schon mal ganz gut an. Was mir natürlich positiv auch aufgefallen ist, dass du zwischen den einzelnen Parzellen ein bisschen Grünfläche hast. Die Parzellen sind nicht so sehr klein. Bei einigen Stellplätzen ist es oft sehr eng. Das ist bei dir jetzt besser. Du hast, ja, wie groß sind die Parzellen? Also wir haben 5 für Megaplätze, das sind 12 mal 4,5 bzw. 12 mal 6,5 Meter. Und die meisten Stellplätze haben eine Größe von 10 mal 6 Meter. Gut, dann noch was Positives, was mir auch aufgefallen ist. Wir von der Autobahn her, A5 haben wir hier, wir sind ja nicht weit von der A5 entfernt. Sind es wie viele Kilometer? Von der A5 sind es circa 1,5 Kilometer. Ja, das ist schon mal gut für die Anfahrt. Man muss nicht irgendwo lange durch die Pampa fahren, um zum Stellplatz zu kommen. Ich glaube, das nutzen auch gerne die Wohnmobilisten, die jetzt auf der Durchreise sind. Ja, genau. Vom Norden in Süden, vom Süden in Norden nutzen sie das gerne als Zwischenhalteplatz, weil es doch meistens so zwischen 500 und 1000 Kilometer sind, bis sie an ihrem Urlaubsort sind. Und dann nutzen sie hier gern den Platz, weil er unkompliziert 24 Stunden auch anfahrbar ist. Ich habe auch gesehen, ihr nutzt oder ihr habt diesen Check-in von Camperclean und ja, erzähl. Ja, wir haben den Check-in von Camperclean. Das ist im Prinzip, man kann buchen, also über die Webseite kann man buchen. Gleichzeitig kann man aber auch, wenn man nicht buchen möchte, am Check-in direkt sich einchecken. Das hat folgenden Vorteil. Man bekommt eine Campingkarte. Mit dieser Campingkarte die kann man aufladen. Dann kann man duschen gehen, man kann Strom benutzen. Wir haben übrigens an jedem Platz 16 Ampere, also nicht so wie auf der meisten Campingplätze mit 8, sondern 16. Da ist richtig Dampf dahinter. Das kann man dann alles mit benutzen. Ja, du hast nicht nur Durchreisende, sondern du hast auch Kunden, die häufiger kommen. Ja, immer mehr kommen Stammgäste dazu. Wir haben ja auch ganz, ganz viele Freunde schon kennengelernt. Also das summiert sich von Tag zu Tag. Ja. Das ist auch eine Besonderheit. Du hast hier eine kleine Bar. Was kann man hier bekommen? Also diese Bar, die entstand im Prinzip eigentlich so ein bisschen aus der Not. Aus der Not, dass in Kenzingen leider zu dieser Zeit nicht sehr viel auf hatte an Gastronomie. Und ich dann eines Tages einfach sagte, okay, komm, dann baue ich das Ding jetzt etwas eben selbst, damit die Wohnmobilisten was zum Essen und was zum Trinken kriegen, wenn sie Durst haben oder Hunger haben von der langen Reise. Und dann machen wir halt hauptsächlich hier nur Flammkuchen, also verschiedene Arten von Flammkuchen und Getränke, alles was man will im Prinzip. Ich sehe das gerade, wenn man da hinschaut, da ist eine kleine Terrasse, dort kann man sich auch dann hinsetzen und das, was man hier käuflich erworben hat, dort verzehren. Ja, genau. Ist auch ganz, ganz jung, ist jetzt vielleicht 3 Wochen erst am Start, weil wir auch im Prinzip immer wieder gucken, wo wir was verbessern können. Dann wird halt wieder irgendwo was dazugebaut und verschönert und ja, verbessert. Dann noch eins, du bist zeitweise hier auch auf dem Platz, bist auch selber Camper, wie ich das sehe hier, hast hier dein Wohnmobil stehen. Du kannst aber im Moment wenig reisen, weil du ja natürlich hier vor Ort sein musst. Ja. Gut, müsse eigentlich gar nicht so unbedingt, weil der Platz eigentlich relativ autark ist. Es geht mir ums Wolle, ich will einfach dabei sein, mich auch mit den Gästen unterhalten können und schaue, dass alles in Ordnung ist, dass alles sauber ist. Und so weiter und so fort. Deswegen sind wir auch meistens hier, auf jeden Fall halt an so schönen Tagen, wie es heute ist. Wunderbar. Ja, das ist nicht dein einziges Geschäft, du bist selbstständig mit anderen Dingen auch. Unter anderem hast du auch was für Camper und das schauen wir uns jetzt mal an, da gehen wir jetzt mal hin. Okay. Bevor es mit Bernd weitergeht, noch einige Informationen zur Umgebung.
Da wir gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind, haben wir natürlich die Gelegenheit genutzt. Es führt direkt am Stellplatz ein Fahrradweg vorbei und darauf sind wir dann gestartet in die Umgebung. Es war immer noch sehr warm, sehr angenehmes Wetter und so ist es natürlich schön mit dem Fahrrad zu fahren. Da weht einem ein bisschen der Wind um die Nase. Es gibt in der Umgebung verschiedene kleine Seen, nicht weit entfernt vom Stellplatz. An einem kleinen See oder ja, Badesee ist es, glaube ich, sind wir vorbeigekommen. Wir hatten jetzt keine Badekleidung dabei, sonst wären wir gerne bei der Hitze auch ins Wasser gesprungen. Dieser Badesee ist frei zugänglich und auch sehr ruhig alles, kein großer Betrieb hier, also richtig was zum Relaxen. Dann haben wir noch was entdeckt und zwar ein Tretbecken. Das ist ein Becken mit Wasser, mit eiskaltem Wasser. Dort kann man mit den Füßen rein und Wasser treten. Dieses Becken ist etwa 1,5 Kilometer vom Stellplatz entfernt, also auch sehr schnell mit dem Fahrrad zu erreichen. Und gerade bei den hohen Temperaturen ist das sehr angenehm. Wir haben hier uns eine Weile aufgehalten, weil man richtig so ein bisschen runterkommt dann. Wir haben das Wassertreten nicht ganz richtig gemacht. Man zieht das Bein so weit hoch, dass der Fuß wieder aus dem Wasser raus ist. Das haben wir vorher nicht gewusst, das habe ich hinterher erst erfahren. Aber trotzdem war es eine angenehme Abkühlung bei der großen Hitze. Jetzt fahren wir mal durch Kissingen. Kissingen ist eine Kleinstadt mit ca. 10.000 Einwohnern, hat mehrere Möglichkeiten natürlich zum Einkaufen. Discounter sind da, beide großen Discounter und natürlich auch mehrere Supermärkte. Auch zu diesem Supermarkt sind es vom Stellplatz aus ca. 1,5 Kilometer. Wenn man frisches Brot möchte, kann man hier kaufen. Es gibt hier am Eingang auch einen Bäcker. Zurück zum Stellplatz und wir hören, was Bernd hier noch unter anderem auf dem Stellplatz anbietet. Bernd, jetzt stehen wir vor einer Geschichte. Ja, ich kann da wenig zu sagen. Du sagst uns, was es ist. Ja, also mein Hauptberuf ist eigentlich ein Bettegeschäft. Im Grunde, mein Beruf ist eigentlich, ich bin eigentlich Schreinermeister. Also das ist eigentlich mein Hauptberuf gewesen. Dadurch hat sich ein Bettegeschäft entwickelt. Und durch das wiederum bin ich dann auf die Wohnmobilmatratze gekommen, das eigentlich hier auf dem Wohnmobilstellplatz eigentlich sehr guter Anklang findet, da immer mehr Camper eigentlich nicht gut liegen in ihre Camper und deswegen kann ich hier wunderbar maßangefertigte Wohnmobilmatratze anbieten. Bernd bietet hier maßangefertigte Matratzen für Betten im Wohnmobil an. Also wer so an sowas Interesse hat, der kann hier herkommen, kann sich hier beraten lassen und sich die Sachen auch anschauen und letztendlich hier auch wieder, wenn sie fertig sind, die Matratzen abholen. Es gibt für alle Möglichkeiten oder verschiedene Wohnmobile hier Möglichkeiten, sich hier neu auszustatten. Ja, genau. Also hier haben wir so eine Mustermatratze angefertigt lassen. Das kann man zum Beispiel sehen hier, wenn man ein Eck hat im Wohnmobil, machen wir es übers Eck. Wenn man eine Schräge hat, eine Schräge. Rundung, gibt eine Rundung, so dass sich der Kunde das auch vorstellen kann, wie das dann in seinem Camper dann auch aussieht. Ich danke dir für deine Ausführung, wünsche dir viel Erfolg hier mit deinem schönen Stellplatz und wir kommen bestimmt irgendwann mal wieder. Ja, das freut mich aber sehr. Vielen Dank für die tolle Sache hier. Ja. Danke. Danke. Das möchte ich auch noch erwähnen, und zwar gibt es an der Einfahrt einen Verkaufsautomaten mit Getränken und auch Snacks. Daneben steht eine Waschmaschine oder zwei, ich weiß es nicht, Trockner für große Mengen. Auch das möchte ich noch erwähnen. Der Stellplatz liegt in Sicht- und Hörweite der Bundesstraße 3. Man sieht sie hier, die ist am Tage gut befahren, in der Nacht ist aber ruhig, uns hat es in keinster Weise gestört. Der Platz liegt ansonsten im Grünen
Und Hunde sind hier erlaubt, also wer hier mit dem Hund kommt, hat viele Möglichkeiten, mit ihm hier Gassi zu gehen oder auf der Wiese zu spielen. Was mir bei diesem Platz aufgefallen ist, dass der Platz sich am Abend immer stark füllte. Das hängt wohl damit zusammen, dass viele diesen Platz als Etappenplatz nutzen, da er sehr nah an der A5 liegt. Und jetzt noch zu den Preisen. Für die normale Parzelle zahlt man hier 19 € pro Übernachtung. Für die größere Parzelle, so wie wir sie haben, zahlt man 23 €. Die Kilowattstunde Strom kostet 85 Cent. Einmal duschen kostet 1 €, Wasser 80 Liter auch 1 €. Das zum Schluss vielleicht auch noch wichtig für einige. Der Europapark Rust ist etwa 12 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Alle weiteren Informationen findet ihr natürlich auch auf der Internetseite hier vom Stellplatz. Nach 3 Übernachtungen soll es dann weitergehen. Wir wollen ja in die Schweiz. Hat ja einige Zeit gedauert, aber im nächsten Video werde ich dann berichten, was wir so in der Schweiz erlebt haben, wo wir da waren und einiges mehr. Das war mein Bericht zum Stellplatz bzw. Wohnmobilpark Kenzingen. Ich hoffe, ich konnte euch so einigermaßen über diesen Platz informieren, dass ihr so einen Eindruck davon bekommen habt, wie es hier so ist und aussieht. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Schreibt auch gerne viele Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Anregungen, worüber ich noch berichten soll. Das war's dann mal wieder. Bye bye, bis zum nächsten Mal.